Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist tatsächlich windstill geblieben und es war so eine angenehme Nacht. Fast durchgeschlafen und ursuper. Und jetzt in der Früh halt scheint die Sonne langsam ins Dachzelt. Es wird so richtig schön mit warmem Licht gefüllt. Der Ausblick ist urschön. Diese schöne Frühlingssonne, die tut richtig gut. Es war jetzt wirklich kalt in der Nacht und auch in der Früh noch sehr kalt, aber jetzt wirklich, wenn die Sonne rauskommt und kein Wind geht, dann kann man richtig schön in der Sonne sitzen und schön Vitamin D tanken. Und je nachdem, wie es der Karin geht, schauen wir, ob wir noch was erleben können. Aber ja. Es sind gerade 3 Italiener vorbeigekommen, zuerst nur 2 und der eine hat mit dem Handy gefilmt und wir haben uns schon gedacht, oh je, meine. Und dann haben sie halt gefragt, was wir da machen und sind drauf gekommen, dass wir ganz nett und normal sind. Und dann haben sie den dritten auch gewählt, das war ein älterer Herr. Und habe ihm gesagt, die sind nur Touristen, keine Angst. Und dann hat er mir eben auf Italienisch erklärt, dass er halt, das eine ist seine Freundin, das andere ist sein Sohn. Und die haben ihm halt gesagt, dass sie ein Auto da gesehen haben und haben sich gedacht, okay, dann müssen wir mal schauen, wer das ist, weil das ist halt sein Grundstück. Und es kann ja sein, dass wir da irgendwas Verbotenes machen. Und die sind so lieb, jetzt erzählen sie uns alles, was man da sehen kann vom Ausblick und haben uns gezeigt, dass da Spargel wächst und jetzt zeigt er uns gerade noch irgendwas, ich muss mal schauen. Wie der eben auf uns zugekommen ist, hat er halt so sein Handy in der Hand gehabt und so halt mitgefilmt, ja, was halt so passiert. Möglichst unauffällig. Ja, aber das ist das, was ich halt immer sage. So, die Leute haben ja selber quasi nur Angst, wenn sie da sehen, oh, da steht ein Auto. Dann denkt sich halt niemand so, boah cool, die sind hilflos, die kann ich überfallen. Ja? Sondern die denken sich, oh mein Gott, was ist das, was passiert da? Ja? Und ja, so war es halt auch, dass sie einfach nur schauen wollten, okay, wer ist da, was macht er da? Und wie sie gesehen haben, dass wir freundlich sind, hat er auch gleich aufgehört zu filmen und waren wirklich urfreundlich dann und haben gesagt, kein Problem, wir sollten nur nachschauen. Und ja. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Süden. Ivano! Haha, sie haben uns gesehen. Cool. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Schlafplatz und fahren gerade an ganz schönen Stränden entlang. Schauen, welche uns am besten gefällt. Und die Straße hier ist echt abenteuerlich. Also es gab einen Wegweiser. Ich glaube, der war auch für Autos. Und es ist echt, ja, abenteuerlich. Der Weg wird da immer enger. Dani schaut jetzt mal, was wir zu erwarten haben. Ja, also es wird jetzt schon deutlich
enger als eine Fahrspur, aber man könnte fahren, aber ich weiß nicht, es ist noch sehr lange vor uns. Ja. Und ja, Zahlt mich nicht aus. nein, wir müssen morgen zur Fähre, also zahlt sich nicht Stimmt. aus da irgendwas. Ja. Und wir haben heute noch genug Zeit. Ja. Eine Stunde. Okay, zurück. Rückwärts. Offroad-Abenteuer. Wir haben uns den Weg jetzt noch vom Satellitenbild her angeschaut und gesehen, dass wenn wir über den Strand fahren, dass wir dann zu einem anderen Weg kommen, der noch weiterführt. Den wir eigentlich wollten. Genau, den probieren wir jetzt aus. Also wir müssen dahin und es irgendwie schaffen, uns da nicht weh zu tun. Ein Stück Schuh. Kann ich überlegen, ob ich das schaffe. Also da runter. Ja. Ja, wie vorher. Die Spur nachfahren. Ja, wie vorher, ja. Jetzt bist du mehr beim Meer als in der Rille. Ja. Warte. Ja, geht alles. Ja, hinten stopp. Nur eine Möwe und wir. Und richtig schöne Wellen. Ja. Aber heißt es, dass es windig ist? Ja, da ist überhaupt nicht windig. Das ist die Frage. Oh, die Möwe. Wenn du sehen würdest, was ich sehe, das ist so verrückt. Man kann hier niemals fahren. Aber, sieht schon aus wie ein nicer Kraftplatz vielleicht. Da vorne. Das ist der Weg, meinst du? Ja. Ich glaube halt, dass es vor ein paar Jahren halt mal so sandig war und das einfach mit den Jahren jetzt so ausgespült worden ist. Von jedem starken Regenfall. Und vorne ist eine Rille, die ist. Kannst du dich da mal reinstellen, damit man sieht, wie tief das ist? Und vorne die Rille ist auch gut. Oh je. Ja, man kann auch nicht rechts ausweichen, weil das wird da vorne so schmal. Das geht sich nicht Wenn aus. das wegbricht, Ja, dann liegst du mit dem ganzen Auto da. ja. Brauchen wir die Beifahrerseite noch weiter? Nein. Ja, das ist extrem stachelig. Oh. Man sieht zwar nicht wirklich viel vom Sonnenuntergang, weil so viele Wolken sind, aber diese Farbe und das Meer ist so schön. Ich glaube, das ist ein richtig schöner letzter Sardinien-Schlafplatz. Und wir probieren gerade eine Idee von mir aus. Und zwar für zukünftig, dass eben das Bett so hoch geht und darunter viel Stauraum entsteht. Und ich versuche die Karin gerade zu überzeugen. Bist du überzeugt? Nein, bin ich nicht. Aber Dani hat vorgeschlagen, dass man hier das Brett, das wir jetzt als Küchentisch haben, hier so einklemmt. Und dann Unter hat man den hier Gurt und unter den Gurt. richtig einen Arbeitsplatz. Also hier könnte man dann Untertitel machen und schneiden. YouTube schauen. Wichtige Sache. Daniel wäscht gerade ab. Ganz super. Mit gewärmtem Wasser. Mit den letzten Gasvorräten. Und unsere Batterie hat 12,03 Volt oder sowas. Und wir wissen nicht ganz, ob wir die Heizung heute Nacht verwenden sollen, weil sie halt doch schon ein bisschen dann zieht über Nacht. Ja.
Aber es ist Aber- nicht so kalt. Ja, aber andererseits, weißt du, also, keine Ahnung, verrückte Leute entladen ihre Batterie bis 10,5 oder sowas. Ich kann mich erinnern, damals hat es uns doch ein bisschen Mut gegeben, wo wir YouTube gefragt haben, Ja. wie das mit der Spannung ist. Ja. Aber halt so richtig. Weiß es niemand. Mit der Zeit wird man dann auch erfinderisch. Wir haben uns gerade Nudeln gemacht und das Wasser in die Tasse abgegossen. Das heißt, das ist jetzt ein warmes Wasser, womit man sich die Hände wärmen kann. Und dann nimmt man vielleicht noch, wenn man sehr tapfer ist, nimmt man auch einen Schluck, dann hat man noch was Warmes im Bauch, aber dann leert man es meistens weg, was grausig ist. Ja, ist nicht so schlimm. Nudeltee. Das hört sich ziemlich räudig an. Wir haben heute den Wetterbericht angeschaut und es soll ganz sicher nicht regnen in der Nacht. Und deswegen haben wir die Außenhülle vom Dachzelt weggegeben. Das macht schon mal viel aus vom Flattern. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Wir schneiden noch ein bisschen. Guten Morgen. Es ist richtig schön draußen. Wir haben Ausblick aufs Meer. Das Meer hat sich ein bisschen beruhigt über Nacht. Die Nacht war wirklich angenehm. Also der Wind war überhaupt nicht störend, ohne dem Überdach. Und den Kakao. Oh. Dankeschön. Ohne Überdach schaut das Dach jetzt so nackig aus. Und der Ort hier ist so schön. Tiefstemperatur 4 Grad, also wirklich kalt. Wir haben aber fast immer ohne Heizung geschlafen. Wir haben sie zweimal eingeschaltet und die Schläuche in unseren Schlafsack gegeben, damit wir uns wieder aufwärmen können. Aber sonst ohne Heizung geschlafen, immer aus Stromgründen. Und der Strand und der Ausblick lädt halt sehr dazu ein, sich Campingstühle zu schnappen und am Strand zu frühstücken oder sowas oder in die Sonne zu setzen. Aber dafür ist es leider einfach zu kalt noch. Was war das? Rechts vorne in der Luft und links hinten. Das sieht so cool aus, wenn die Reifen so schief stehen und es so verschränkt hat. Das ist ziemlich gut. Schau dir auch im Vergleich zu den Hinterrädern. Ich liebe den Defender. Und weil er so verbunden ist, gehen die Türen ein bisschen schwerer auf als sonst. Heute um 18 Uhr am Abend müssen wir bei der Fähre sein, die nach Sizilien geht. Und Oh, das ist tief.
Ja, wir brauchen aber nicht mehr allzu lange hin. Das heißt, wir haben jetzt noch viel Zeit, um schöne Plätze zu erkunden. Oh. Schön.